Messebesucher suchen Aufmerksamkeit und hassen Ignoranz. Sie informieren sich daher nicht beim erstbesten Aussteller, sondern bei aussagekräftigen Ausstellern. Aber wie wird Ihr Messeauftritt aussagekräftig? Dieser Frage haben wir uns verschrieben, weil wir finden die Profis. Und um diese Frage zu lösen, stellen wir Ihnen aus unserem Netzwerk in jedem Video einen Dienstleister dar, der das schafft, der Ihnen genau die Dienstleistung bieten kann, die Ihren Auftritt aussagekräftig macht, die Ihren Auftritt von anderen abhebt. Mein Name ist Gunter Lekis. Ich bin seit langem im Messegeschäft, aber das, was mich eigentlich auf genau dieses Problem gebracht hat, das war ein Messeauftritt 1994 auf der Sommer-ISPO in München. Ich habe den Stand organisiert für eine Maschinenbaufirma und der Stand, obwohl ich eigentlich Lob bekam danach, endete im wirtschaftlichen Desaster. Was war passiert? Der Stand war relativ schön. Wir hatten Fläche, die Produkte waren alle ausgestellt, alle, die wir hatten. Ja, nur es kam kein Besucher, keine weiteren Kontakte. Und die kamen, das waren Besucher, die kurze Zeit davor gekauft hatten bei uns, die sich eine Maschine von uns gekauft hatten und jetzt natürlich entsprechend hofiert werden wollten. Trotzdem habe ich damals Lob bekommen, obwohl ich in damaliger Währung 40.000 D-Mark im wahrsten Sinne des Wortes versenkt habe, und in diesen 40.000 D-Mark, da war noch nicht mal das Geld drin, um die Maschinen aus der Schweiz hierher zu bringen und in München aufzustellen. Damit genau sowas nicht mehr passiert, damit die Messe wirklich dazu da ist, dass Sie die Kontakte bekommen, die Sie möchten, oder eben, wenn es für Sie wichtig ist, sich um diejenigen kümmern, die bereits bei Ihnen gekauft haben. Auch das kann ja eine wichtige Zielsetzung auf dem Messestand sein. Habe ich Wir finden die Profis gegründet, und freuen Sie sich auf den Dienstleister, den ich Ihnen heute vorstelle, Robert Biedermann. Robert, herzlich willkommen. Hallo Günther, grüß dich. Robert, wir haben heute ein Thema Messevideo. Ja. Also ich glaube, so viele unserer Zuschauer werden jetzt dran denken, ja, da stellt sich der Geschäftsführer hin. Du hast das vorher, wenn du sowas auch machst, in Szene gesetzt mit Licht, mit Kamera und schieß mich tot. Ich kann als Verkäufer den Stand nicht ganz nutzen und hinterher kommt eines dieser Image-Videos raus, von denen eigentlich jeder sagt, so, es hätte sie nicht gebraucht. Ja. Und wir treten jetzt an mit dem Anspruch, wir machen das einzigartig. Jetzt bist du Designer. Ein Design, kann man das so sagen, Design ist Gestaltung. Aber wir sagen Aussage. Wie passt das zusammen? Das Design ist die eine Seite, und wie Steve Jobs schon so schön sagte, Design muss auch funktionieren, und das ist nämlich die andere Seite. Und heute geht es darum, dass das Design, ja, es ist ein großer Begriff, aber ohne Design geht heute gar nichts mehr. Wir sind umgeben von Design, alles ist designt. Und Design transportiert heute Werte und Emotionen und Botschaften. Und von daher ist quasi jede Firma, die einen Messestand antritt und da ihre Produkte und Dienstleistungen anbietet, will natürlich auch ihre Botschaft verkünden, was sie im Portfolio haben und was sie anbieten und welche Zielgruppe dafür in Frage kommt und wen sie eben ansprechen möchte. Und das ist eben auch der Auftrag von Design, dass man quasi auch Design hilft zu kommunizieren und hilft, diese Botschaften leichter weiterzutragen. Und jetzt haben wir quasi zu diesen Videos, hatte ich den Fall, weil du auch gerade von deinem persönlichen Beispiel erzählt hast. Ich hatte den Fall mit einem Kunden, die haben mir lauter Bilder geschickt und auch kleine Videos, die der Geschäftsführer selber gemacht hat. Und ich bin dann auf die Idee gekommen, ja, eigentlich könnte man aus diesen ganzen kleinen Schnipseln was zusammenbauen und ein Video daraus machen. Und ich habe das dann noch mit Musik untermalt, habe ein Voice-Over, das mit Text hinterlegt, der dann gesprochen wurde mit einer Sprecherstimme.
Und es ist daraus ein tolles Video entstanden, wo alle begeistert waren. Und es gab dann sogar noch eine englische Version dazu. Und daraus ist quasi ein neues Konzept für Firmen- und Unternehmensvideos entstanden. Das ist spannend, denn das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie gehe ich denn dann vor bei so einem Video? Aber jetzt hast du es zum Teil schon beantwortet, indem du gesagt hast, okay, ich habe es mal, kann man das so sagen, ich habe es viel persönlicher gemacht, denn ja, es ist ganz klar, die Videos oder die Aufnahmen, die du machst, die sind natürlich irgendwo abgesprochen, die sind gestellt. Wenn dir aber so jemand wie der Geschäftsführer eigene Videos schickt, wenn der vielleicht sogar seine Mitarbeiter animiert hat dazu, auch noch Bilder, die sie mal gemacht haben, von Messen, bei Kundenpräsentationen etc. mitzuschicken, dann bekommt das Ganze eine ganz andere Aussage. Kann man das sagen? Ist das die Intention auch dahinter? Es hat dann eine andere Anmutung, ja. Und wenn ich jetzt zu einer fremden Firma komme und da Licht aufbaue und dann einen Tag da bin und dann sage ich so, jetzt geht's los, jetzt mache ich Film und Fotos, dann sind die meistens doch erstmal ein bisschen steif und ein bisschen schüchtern und es dauert immer eine Weile, bis die Leute auftauen und bis man lockerer wird und das ist halt, ob das dann letztendlich, wenn man es sich dann anschaut, so wird, wie sich es alle vorgestellt haben, das ist dann immer die andere Frage. Und von dem her biete ich das zwar auch an, aber das ist eigentlich ja der klassische Weg. Aber ich habe mir jetzt quasi was einfallen lassen und das ist eigentlich ganz simpel gestrickt, eben das basiert quasi auf einem Zoom-Meeting, wo wir ein Interview halten mit dem Geschäftsführer. Alles sehr gut, genau, jetzt kommst du dazu, denn das wäre jetzt meine Frage gewesen. Einfach nur ein Video an dich schicken und noch 3 Bilder dazu und du schaffst Wunder daraus. So ganz einfach geht es auch nicht, Nein, oder? das geht nicht. Das geht natürlich nicht. Nee. Aber jetzt hier, Corona hat es uns gezeigt, also mit Zoom-Meetings, das ist inzwischen jeder einigermaßen gewohnt. Und man kann quasi diese Fragen, kriegt derjenige, der Gesprächspartner zugeschickt. Er kann sich darauf vorbereiten, kann diese Antworten schreiben und kann das ein bisschen einstudieren und dann kann man das relativ gut und auch vorbereitet über ein Zoom-Meeting machen. Das wird dann aufgezeichnet und dieses Zoom-Meeting und diese Sprecherstimme, muss das natürlich nicht ganz zeigen, aber man kann den Geschäftsführer dann zum Beispiel auch kleiner zeigen oder auch andere Bilder zeigen, während die Stimme weiterspricht. Und so kann man dann quasi aus Fotos vom Unternehmen, vom Firmenlogo, von beschrifteten Firmenfahrzeugen, von der Tätigkeit, die Mitarbeiter machen und tun, von den Produkten, die da hergestellt werden oder Dienstleistungen, wie auch immer, kann der Geschäftsführer oder die Mitarbeiter selber ein paar Handyfotos machen, mir das alles schicken und ich koche dann daraus was quasi. Ja, ich mache dann ein schönes Gericht, aber eben kein Gericht, sondern ein Video draus und versuche das eben mit gestalterischen Hilfsmitteln zu würzen und mit Typografie und mit schöner Bildgestaltung und mit ein bisschen Musik untermalt und mit Sprecherstimme oder der Stimme von dem Geschäftsführer. Und dann versuche ich eben ein schönes Video draus zu machen. Also wenn du jetzt sagst Gericht, denke ich natürlich an so wunderbare Bilder mancher Foodblogger und so. Wo findet man denn deine Gerichte im Internet, die so schon entstanden sind? Meine Gerichte findet man auf meiner Homepage robertbiedermanndesign.de und auch auf meinem YouTube-Kanal. Der ist auch ganz unten auf meiner Homepage, sind meine ganzen Social-Media-Kanäle verlinkt. Da geht es auch auf meinen YouTube-Kanal und ich habe auch einen eigenen Videobereich auf der Homepage, da findet man den auch. Und ich habe eben
Letztes Jahr habe ich da ein sehr schönes Video gemacht für einen Zulieferer eines Münchner Automobilherstellers. Und das haben wir so gemacht, eben aus vielen Bildern und Videoschnipseln, und die waren alle begeistert dann. Und das hat mich eigentlich auf diese Idee gebracht, da auch einen neuen Weg auszuprobieren und anzubieten. Ja. Und wer sich das jetzt nicht schnell genug merken konnte, wo man den Robert Biedermann im Internet findet, der kann uns natürlich auch gerne über unsere Seite www.wirfindenDieProfis.de über das Kontaktformular, Sie dürfen einfach reinschreiben, Sie hatten doch da einen für die Messevideos, und dann stellen wir natürlich auch gern den Kontakt her. Okay, also ich kann im Internet auch mal gucken, was Ja, hast du da in der Richtung schon gemacht. Für mich als Learning, oder was ich jetzt vor allen Dingen mitnehme aus unserem Gespräch, das ist, die Zeit dieser klassischen Image-Videos ist an und für sich vorbei, zumindest dieser komplett gestellten. Was du machen kannst, ist... Ich will auch mehr so ein bisschen, ich will auch mehr so was aus dem Leben gegriffen oder aus den Situationen, die auch aus dem Alltag entsprungen sind, darstellen und mit einbauen. Ja? Und jeder hat einige schöne Fotos von seinem Unternehmen und von seinen Tätigkeiten, und dann kann man das so ein bisschen zusammensammeln und mir dann schicken, und ich baue das dann zusammen und mache ein schönes Video draus. Und auf diese Weise entstehen natürlich auch Videos, die eine ganz andere Aussage transportieren, ja, die auch ein viel ich glaube, die menschliche Komponente kommt da auch ganz anders rein. Ja, ist auch durchaus beabsichtigt, eben, dass es ein bisschen menschelt und dass es ein bisschen lockerer wird und eben nicht so steif ist. Und von dem her, ja, soll natürlich der Nutzen dargestellt werden und welche Probleme diese Firma lösen kann mit ihren Dienstleistungen und Produkten. Aber natürlich soll es auch ein bisschen menschlich sein, und es soll auch Spaß machen, das anzuschauen. Und ich habe natürlich den ganz großen Vorteil, dass ich ja nicht mehr Teile meines Standes reservieren muss, weil da irgendwie Aufnahmen gemacht werden, sondern wir machen den Zoom-Call, dann bekommst du noch die Dateien entsprechend, und dann kannst du im Prinzip schon arbeiten, und ich habe überhaupt keinen weiteren Aufwand mehr vor der Messe oder nach der Messe. Ja, ich muss mir eigentlich nur noch anschauen, was du mir lieferst. Ja, genau. Also vom Messestand kann man natürlich auch, können die Mitarbeiter selber mal ein Handyfoto machen und mir das mitschicken, dann kann ich solche Sachen vom Messestand eben auch mit einbauen. Aber es ist von dem her nicht notwendig, dass ich jetzt hier zum Messestand komme und da groß Licht aufbaue und so weiter, sondern das kann man dann währenddessen machen und dann im Nachhinein zusammenbauen. Ja, genau. Okay, prima. Ja, Messevideos, anders gedacht, menschlicher gedacht und vor allen Dingen eine ganz andere Aussage transportiert als in den klassischen Videos, die sehr viele von uns noch so kennen. Wenn Sie es interessiert, gehen Sie auf unsere Seite www.wirfindenDieProfis.de, füllen Sie unser Kontaktformular aus, schreiben Sie uns, und wir werden sehr gern den Kontakt zu Robert Biedermann herstellen. Robert, herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, Gunther, danke auch, hat mich gefreut. Dankeschön. Danke auch.